Willkommen zum heutigen Video, in dem wir uns die SwiftUI Progress View anschauen werden. Wir starten mit einem VStack, der uns als Container für unsere Progress View dienen wird. Als nächstes erzeugen wir unsere Progress View. Als Title benutzen wir completed mit einer Variablen, die den aktuellen Zustand unserer Progress View zeigen wird. Wir nennen sie hier done. Die müssen wir natürlich auch noch der Content View hinzufügen als Date Property. Als initialen Wert nehmen wir 0. Jetzt müssen wir der Progress View natürlich noch das Value zufügen. Das erfordert ein Double Value. Deswegen erzeugen wir ein Double mit unserem Done. Nun braucht die Progress View natürlich noch ein Total Value, damit sie weiß, wann sie voll ist. Hier benutzen wir erstmal die 50. Machen wir noch ein kleines Padding hinzu, damit es ein bisschen schön aussieht. Und dann sehen wir schon in der Vorschau unsere Complete mit 0 und dem Fortschrittsbalken. Wenn wir jetzt hier 30 eintragen, sehen wir, wie sich der Balken füllt. Gehen wir zurück auf 0. Um das jetzt ein bisschen dynamischer zu machen, fügen wir einen Button hinzu. Als Label nehme ich jetzt mal Increase Progress. Hier sehen wir den Button. Jetzt müssen wir natürlich noch eine Aktion zu dem Button hinzufügen. Jedes Mal, wenn der Button geklickt wird, erhöhen wir dann um 1. Wenn wir jetzt den Simulator starten, sehen wir, jedes Mal, wenn ich drauf drücke, erhöht sich der Completed um 1 und unsere Progress View füllt sich langsam. Wir ändern den Total-Wert mal auf 10 und wir sehen, die Progress View hat nur noch 10 Schritte. Vielen Dank fürs Anschauen, wir sehen uns im nächsten Video.